Hallo und herzlich willkommen bei MP Drive zu einem neuen Review zu dem Mercedes E280 W211. So, wir gehen einmal um das Auto rum in der wunderschönen Farbe Iridium Silver Metallic. Hier einmal mit der originalen Mercedes-Felge und der Serienbereifung in 245, 45, 17 Zoll. Das Auto hat die Avantgarde-Ausstattung. Hier natürlich auch immer mit dabei unser Sticker mit dem QR-Code. Wenn ihr uns da fahren seht, gerne den QR-Code scannen, dann kommt ihr zu unserem YouTube-Kanal. So, das Auto hat Hinterradantrieb. Auch hier einmal vom Heck, nochmal mit der Typenbezeichnung E280. Parksensoren haben wir hier leider nicht an Bord, sonst hätten wir natürlich auch vorne und hinten. Dafür haben wir allerdings die Rückfahrkamera hier allerdings nachgerüstet. Können wir uns nachher allerdings auch nochmal anschauen. Sonst natürlich von der Optik sehr dezent gehalten beim E280. Die Doppelendrohre haben wir hier nur beim E350. Sonst beim E280 trotzdem hier eine doppelschnutige Abgasanlage. Vom Sound her auch sehr dezent. Blenden wir euch hier auch gerne einmal ein. Vom Kofferraumvolumen her haben wir hier 540 Liter. Hier einmal noch der schöne Mercedes-Schlüssel. Geht natürlich auch per Funk auf. Und hier geht auf jeden Fall massig was rein. Also man kann schon sehen, wir blenden das auch eben mal ein. Hier unten auch nochmal genügend Platz und Stauraum. Also da kriegen wir auf jeden Fall was unter. Sonst von der Seitenpartie die Limousine natürlich immer sehr, sehr schön. T-Modell natürlich auch immer sehr interessant mit der luftgefederten Hinterachse. Bei der Limousine haben wir natürlich auch die Luftfederung als Sonnenausstattung mit dabei, da allerdings dann eher beim E500 vorhanden, aber natürlich auch da etwas anfällig und sehr, sehr teuer in der Wartung. Aber gut, hier haben wir das normale Standardfahrwerk, auch nicht elektronisch verstellbar. Wir gehen dann auch einmal zum Motor. So, machen wir hier einmal die Haube auf. Haubendämpfer sind hier natürlich auch mit dabei. Und was haben wir hier? Einen 3 Liter V6, 231 PS. Ist auf jeden Fall massig Dampf dahinter. In Verbindung bei diesem Fahrzeug mit der 7G-Tronic. 5G-Tronic gab es natürlich auch. Wir haben hier allerdings die 7G-Tronic. Die ist natürlich immer noch mal auf der Autobahn vor allem und auch im Verbrauch ein bisschen angenehmer. Gab natürlich am Anfang ein paar Schwierigkeiten mit der 7G-Tronic, weil die noch relativ neu ist. Aber die 5G-Tronic war halt immer so ein bisschen bewährter. Die gibt es halt schon häufiger, beziehungsweise gab es schon länger. Aber hier auf jeden Fall die 7G-Tronic. Dann machen wir das einmal zu und schauen dann nochmal in den Innenraum. Und hier sind wir beim W211 natürlich auch sehr, sehr gut dabei. Wir haben hier an den Seitenwangen sehr, sehr dickes Leder. Hier auch alles ausgekleidet. Also hier ist nichts an Hartplastik, elektrische Fensterheber. Hier nochmal die Verstellung für beziehungsweise die Öffnung für den Kofferraum. Lautsprecher haben wir hier auch das bessere Paket dabei. Leider nicht die Harman Kardon, aber die Soundanlage hört sich auch jetzt in der Standardausführung sehr, sehr gut an. Satte Bässe, gute Höhen und Tiefen, da passt auf jeden Fall auch alles. Mit der Holzapplikation in den Seiten, die natürlich, wie man hier sehen kann, sehr, sehr gut übergeht. Ist auch immer sehr, sehr schön zu sehen beim W211 oder generell bei der E-Klasse. Sonst Sitz, sehr, sehr dickes Leder, auch auf Langstrecke, sehr, sehr bequem. Dann schauen wir einmal hier dann nochmal das kleinere Handschuhfach, sonst hier auch einmal das große. Und hier sehr gut der originale Mercedes Getränkehalter.
fasst sich auch alles sehr gut an von der Haptik. Wir haben sonst hier auch einmal die Verstellung. Das geht jetzt leider nicht hoch, weil wir noch ein anderes Radio verbaut haben. Aber ja, man will halt ein bisschen immer mit der Zeit gehen. Und da werden halt natürlich auch immer die Radios gerne ausgetauscht. Wir schauen jetzt gerade eben dann nochmal auf die Rücksitzbank. Auch hier die Türen sehr schwer, auch vorne. Und selbst hier so gut wie absolut kein Hartplastik. Natürlich aus der Zeit Aschenbecher links und rechts. Auch hier sehr, sehr dickes Leder. Hier haben wir noch die Cupholder. So. Und auch hier nochmal ein Ablagefach mit 12 Volt Steckdose. Dann setzen wir uns einmal rein. So. Auch hier ausstattungsmäßig sehr gut dabei. Ein automatisch abblendbarer Spiegel, Schiebedach mit Abdeckung. Für Kreditkarten haben wir hier auch noch ein Fach. Und natürlich auch ein Handschuhfach. Größe ist in Ordnung. Sonst Klimabestellung, wenn wir dem Wagen einmal Saft geben, geht diese hier auch an. Klimaautomatik, auch mit 2 Zonen Klima. Auch hier sehr, sehr schön. So, sonst Sitzheizung, Kopfstützen gehen natürlich hier auch einmal, sind umklappbar und das ESP geht auch aus. Sonst haben wir hier auch die Tacho-Anzeigen in weiß gehalten, gibt es auch in schwarz. Und von der Anzeigemöglichkeit haben wir hier auch einmal die digitale Geschwindigkeit. Verbrauch 14,1 Liter steht jetzt momentan hier. Im Schnitt ist man immer so bei 10, bei Langstrecke eher so bei 8. In der Stadt kann es dann schon mal auf die 12 bis 15 hochgehen. Kommt natürlich immer auf die Fahrweise drauf an. Analoge Uhr und den Drehzahlmesser rechts. So, soweit zum Innenraum, weil wir wollen uns jetzt ja hier auf die Autobahnfahrt konzentrieren. Und da schauen wir jetzt gleich mal rein. Wir fahren einmal los. Dann noch ein kleiner Soundcheck im Tunnel. Wir fahren jetzt erstmal ein bisschen Landstraße. Auto ist schon warm und danach geht es dann direkt auf die Autobahn. Sonst noch ein paar Daten zum Fahrzeug. 0 auf 100 haben wir hier 7,3 Sekunden. Mit 248 km/h ist er angegeben, je nachdem wie es dann auf der Autobahn läuft. Wir sind auf der Landstraße angekommen und fahren jetzt gleich auf die Autobahn. Kurz noch mal ein paar Randdaten zum Fahrzeug. Wir haben hier ein Leergewicht von je nach Ausstattung 1600 bis 1700 Kilo. Tankinhalt sind wir hier bei 65 Liter. Und wie gesagt, der Verbrauch ist natürlich ein Sechszylinder, ist ein schweres Auto. Aber ich denke mal, das ist relativ verkraftbar, wenn man bedenkt, was man dafür alles bekommt. Vor allem für die momentanen Gebrauchtwagenpreise. So ein Fahrzeug jetzt mit den Kilometern, das Fahrzeug hier hat 112.000 runter, ist man dann natürlich bei ca. 8.000 bis 12.000 Euro. Je nachdem, was man natürlich auch für eine Ausstattung nimmt. Aber man hat ein Tempomat, je nach Ausstattung auch einen Abstandstempomaten, auch bei Mercedes genannt Distronic. Und sonst von der Geräuschisolierung und Geräuschdämmung ist das Fahrzeug hier schon sehr, sehr weit vorne.
wenn man das jetzt vergleicht, ist natürlich eine andere Fahrzeugklasse. Ein Seat Leon aus dem Baujahr 2013 ist tatsächlich lauter im Innenraum, aber ist natürlich auch geschuldet der 7 G-Tronic. So, es ist hier freigegeben. Wir schauen mal, was das Auto so mit Vollgas bringt. So 240 und da war auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und auch wenn wir jetzt hier mit 200 fahren, ist er von der Geräuschkulisse noch sehr, sehr zurückhaltend. Ich rede es natürlich ein bisschen lauter, damit es im Video auch besser zu hören ist. Aber sonst kann man sich eigentlich auch noch ganz normal unterhalten. Selbst bei 200. Die Go-To-Geschwindigkeit liegt natürlich irgendwo bei 160. Und da ist es auch noch sehr, sehr angenehm. Hier im Tunnel kann man es auch sehr gut sehen, die Ambientebeleuchtung, die wir hier haben. Vorne und hinten tatsächlich. Tachobeleuchtung natürlich auch sehr, sehr schön gehalten. Nachts in dem Auto zu fahren ist wirklich sehr, sehr angenehm. Man muss auch sagen, eine Ambientebeleuchtung, das Auto hat eine Erstzulassung 2006. Das ist auch natürlich nicht selbstverständlich. Aber bei Mercedes, ja, was soll man sagen, die waren schon immer sehr gut dabei. Was man natürlich auch sehen kann, der Mercedes-Stern, wie er vorne thront. Deswegen kauft man auch einen Mercedes, um das immer vor sich zu haben, damit man auch immer daran erinnert wird, was man für ein Auto fährt. Wir machen jetzt nochmal ein 0 auf 100. Einfach Gas runter und Vollgas, ohne Bremse zurück, weil wir wollen das Auto auch nicht unnötig stressen. So, wir lassen den noch einmal vorbeifahren und dann geht es auch schon los. Bei 240 bergauf geht dann natürlich nicht mehr so viel voran. Was man allerdings auch dazu sagen muss, wir sind jetzt momentan zu viert in dem Auto. Da ein kleiner Randfakt zur Performance. Wenn man allein unterwegs ist, sollten dann auch die 260 km/h sehr einfach auf dem Tacho stehen.
Sonst die Automatik schaltet natürlich Mercedes-typisch super weich. Was wir hier leider nicht haben, sind die Schaltwippen. Die wären dann in der 7 G-Tronic Plus Variante da. Aber wir haben natürlich hier am Schalthebel die Möglichkeit, nach rechts und links zu drücken, um die Gänge dann trotzdem manuell durchschalten zu können. Wie man dann jetzt auch kurz sehen kann, beim Durchschnittsverbrauch sind wir jetzt bei 14 Liter. Natürlich nach der Vollgasfahrt auch. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, wenn man auf der Autobahn normal unterwegs ist, im Durchschnittstempo von 120, schafft man auf jeden Fall auch die 8 Liter. Und damit wären wir auch am Ende von dem heutigen Review angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr auch einen W211 fahrt, gerne mal eure Erfahrungsberichte uns mitteilen. Sonst lasst uns gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.